Wir hören ständig vom Aktienmarkt, von KI und den neuesten Kryptowährungen. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass die größte finanzielle Story unserer Zeit fast unbemerkt hinter den Kulissen abläuft? Etwas, das die Grundfesten unseres Geldsystems erschüttern könnte. Weltweit kaufen Regierungen und ihre Zentralbanken, also genau die Institutionen, die unser Geld drucken, Gold. Und zwar nicht nur ein bisschen. Sie kaufen es in einem Tempo, das wir seit über 50 Jahren nicht mehr gesehen haben. Das ist kein Zufall und keine wilde Spekulation. Es ist ein stilles Manöver, eine Absicherung gegen eine wachsende Unsicherheit im globalen Finanzsystem und eine massive Verschiebung der Machtverhältnisse. Die mächtigsten Akteure der Welt positionieren sich neu, und sie tun es mit dem ältesten Wertspeicher der Menschheit. In diesem Video zeige ich Ihnen, was wirklich hinter diesen Käufen steckt, warum es genau jetzt passiert und warum Sie das als Bürger und Anleger unbedingt auf dem Schirm haben sollten. Denn was die Zentralbanken tun, sagt oft mehr als das, was sie uns in offiziellen Mitteilungen erzählen. Die Enthüllung, der beispiellose Goldrausch. Um das ganze Ausmaß zu begreifen, müssen wir uns die Zahlen ansehen. Und die sind wirklich bemerkenswert. Laut den offiziellen Daten des World Gold Council haben die Zentralbanken weltweit sowohl 2022 als auch 2023 jeweils über 1000 Tonnen Gold netto zu ihren Reserven hinzugefügt. Genauer gesagt waren es 2022 der Rekordwert von 1082 Tonnen und 2023 immer noch massive 1037 Tonnen. Auch 2024 wurde die Marke von 1000 Tonnen erneut überschritten. Ein solches Kauftempo hat die Welt seit dem Ende des Goldstandards Anfang der 1970er Jahre nicht mehr erlebt. Und der Trend geht weiter. Obwohl das Tempo etwas nachgelassen hat, beliefen sich die Nettokäufe der Zentralbanken im Jahr 2025 immer noch auf gewaltige 863 Tonnen. Das ist weiterhin ein historisch extrem hohes Niveau. Diese Zahlen machen eines deutlich: Das ist keine kurzfristige Laune, sondern eine konsequente strategische Goldakkumulation, die sich über Jahre erstreckt und von einer breiten Front von Ländern getragen wird. Man muss verstehen, wie Zentralbanken ticken. Sie sind von Natur aus konservativ und risikoscheu. Ihre Aufgabe ist es, für Stabilität zu sorgen. Ihre Entscheidungen sind auf Jahrzehnte ausgelegt, nicht auf das nächste Quartal. Wenn also genau diese Institutionen gemeinsam und über Jahre hinweg anfangen, massiv einen bestimmten Vermögenswert zu kaufen, dann ist das ein Signal von allerhöchster Bedeutung. Es ist, als würden die erfahrensten Kapitäne der Welt plötzlich beginnen, ihre Schiffe für einen Jahrhundertsturm zu rüsten, während am Himmel noch die Sonne scheint. Die Frage ist also nicht, ob sie es tun, sondern warum. Und die Antworten führen uns direkt ins Herz der größten Umbrüche unserer Zeit. Es geht um einen fundamentalen Vertrauensverlust, ein neues geopolitisches Schachbrett und die Suche nach echter Sicherheit in einer Welt, die immer unsicherer wird. Die Suche nach dem Warum. Grund 1. Die Krise des Vertrauens. Der vielleicht wichtigste Grund für diesen Goldrausch ist eine stille, aber tiefgreifende Vertrauenskrise. Genauer gesagt, das schwindende Vertrauen in die traditionelle Reservewährung der Welt, den US-Dollar. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Dollar das Herz des globalen Finanzsystems. Fast alle internationalen Geschäfte werden in Dollar abgewickelt, und die meisten Zentralbanken halten einen Großteil ihrer Reserven in US-Staatsanleihen. Diese galten jahrzehntelang als der sicherste Hafen der Welt. Doch dieses Fundament wird zunehmend in Frage gestellt. Das Problem kann jeder sehen, der einen Blick auf die Zahlen wirft. Die Staatsverschuldung der USA ist auf ein astronomisches Niveau geklettert und wächst ungebremst weiter. Gleichzeitig hat die aggressive Geldpolitik der letzten Jahre, Stichwort Gelddrucken, zu Inflation geführt, die die Kaufkraft des Dollars systematisch aushöhlt. Zentralbanker auf der ganzen Welt stellen sich eine einfache, aber unangenehme Frage. Ist eine Währung, die auf einem Berg von Schulden ruht und stetig an Wert verliert, wirklich noch der sicherste Ort, um die Ersparnisse einer ganzen Nation zu lagern? Ihre Taten geben die Antwort. Sie diversifizieren weg vom Dollar. Und genau hier kommt die einzigartige Eigenschaft von Gold ins Spiel. Im Gegensatz zu Staatsanleihen, die im Grunde nur ein Zahlungsversprechen einer Regierung sind, ist physisches Gold niemandes Verbindlichkeit. Es ist ein realer, greifbares Vermögenswert, der außerhalb des traditionellen Bankensystems steht. Es kann nicht per Knopfdruck vermehrt werden und trägt kein Gegenparteirisiko. Wenn Sie eine US-Staatsanleihe halten, vertrauen Sie darauf, dass die US-Regierung ihre Schulden zurückzahlen kann und will. Wenn Sie Gold in Ihrem Tresor halten, vertrauen Sie nur auf die Gesetze der Physik.
Diese Abkehr vom Dollar ist ein schleichender Prozess, aber er ist unverkennbar. Die Zentralbanken folgen dem alten Grundsatz: Folge nicht den Worten, sondern den Taten. Während Politiker und Notenbankchefs öffentlich die Stärke ihrer Währungen beteuern, verlagern sie im Stillen ihre Reserven in einen Vermögenswert, der seit 5000 Jahren jede Währung überlebt hat. Sie tauschen ein Versprechen gegen eine Gewissheit. Die Suche nach dem Warum. Grund 2. Das neue geopolitische Schachbrett. Der zweite entscheidende Treiber ist die dramatische Veränderung der geopolitischen Landschaft. Wir erleben gerade den Übergang von einer Welt, die von den USA dominiert wird, zu einer multipolaren Weltordnung mit neuen Machtzentren. Allen voran die BRICS-Staaten, die durch neue Mitglieder wie Saudi-Arabien, die VAE und den Iran weiter an Gewicht gewonnen haben. Diese Länder repräsentieren einen immer größeren Teil der Weltbevölkerung und der globalen Wirtschaft und wollen ihre Abhängigkeit vom US-Dollar aktiv reduzieren. Dieser Prozess wird als De-Dollarisierung bezeichnet. Ein Schlüsselereignis, das diesen Trend massiv beschleunigt hat, war das Einfrieren der russischen Währungsreserven durch die westlichen Staaten nach dem Einmarsch in die Ukraine 2022. Für viele Länder war das ein Weckruf. Es hat brutal gezeigt, dass Reserven in Dollar oder Euro keine neutralen Vermögenswerte sind, sondern zur politischen Waffe werden können. Jedes Land, das potenziell in einen Konflikt mit den USA oder Europa geraten könnte, musste erkennen: Deine hart erarbeiteten Reserven können über Nacht blockiert werden. Die logische Konsequenz? Die Suche nach einem neutralen, sanktionssicheren Reserveasset. Und da gibt es nur eine Antwort: Gold. Physisches Gold, das im eigenen Land gelagert wird, kann von keiner ausländischen Regierung kontrolliert oder eingefroren werden. Es ist der ultimative souveräne Vermögenswert. Schauen wir uns an, wer die größten Käufer sind. An vorderster Front steht China. Die People's Bank of China hat ihre Goldreserven seit Ende 2022 konsequent aufgestockt und befand sich Anfang 2026 in einer Serie von 16 monatlichen Käufen in Folge. Offiziell belaufen sich die Reserven nun auf über 2300 Tonnen. Doch viele Analysten gehen davon aus, dass die wahren Bestände noch weitaus höher liegen. China will ganz klar seine Abhängigkeit vom Dollar reduzieren, um sich gegen politischen Druck aus Washington abzusichern. Ein anderes hochinteressantes Beispiel ist Polen. Als NATO-Mitglied an der Grenze zur Ukraine hat das Land seine Goldkäufe massiv beschleunigt. Ende 2025 erreichten die polnischen Reserven bereits über 550 Tonnen. Der Chef der polnischen Nationalbank, Adam Glapiński, hat angekündigt, die Reserven weiter auf 700 Tonnen aufstocken zu wollen, um die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Landes zu stärken. Auch Indien, ein weiteres Schwergewicht der BRICS-Gruppe, kauft verstärkt Gold. Die Reserven erreichten Ende 2025 einen Stand von rund 880 Tonnen. Weitere bedeutende Käufer der letzten Jahre sind die Türkei, Singapur und Katar. Die Liste ist lang und geografisch breit gefächert. Es ist eine globale Bewegung. Diese Länder bereiten sich auf die Welt von morgen vor. Eine Welt, in der finanzielle Unabhängigkeit entscheidend sein wird. Die Suche nach dem Warum. Grund 3. Gold als die ultimative Versicherung. Der dritte Grund ist so alt wie das Geld selbst. Gold ist die ultimative Versicherung gegen Chaos und Unsicherheit. Es ist sozusagen eine Währung der letzten Instanz. In einer Welt, die von Krisen geplagt wird, geopolitische Konflikte, hohe Schulden und ein bröckelndes Vertrauen in Institutionen, besinnen sich die Zentralbanken auf die fundamentalen Eigenschaften von Gold. Gold ist ein realer Wert. Im Gegensatz zu Fiat-Währungen, die unbegrenzt gedruckt werden können, ist Gold physisch und endlich. Diese Knappheit ist der Grund, warum es über Jahrtausende seine Kaufkraft erhalten hat, während unzählige Papierwährungen gekommen und gegangen sind. Die Zentralbanker von heute, die mit Inflation zu kämpfen haben, sehen in Gold einen Anker der Stabilität. Eine Umfrage des World Gold Council unter Zentralbanken bestätigt das. Der wichtigste Grund für Goldkäufe ist seine Performance in Krisenzeiten, gefolgt von seiner Rolle als langfristiger Wertspeicher. Darüber hinaus ist Gold universell. Es wird auf der ganzen Welt als Wertspeicher anerkannt, egal welches politische System oder welche Kultur. In Zeiten, in denen globale Allianzen brüchig werden, ist ein universell akzeptierter Vermögenswert von unschätzbarem Vorteil. Und nicht zu unterschätzen: Gold schafft Vertrauen. Ein Land mit beträchtlichen Goldreserven signalisiert den eigenen Bürgern und der Welt, dass seine Finanzen auf einem soliden Fundament stehen.
Nimmt man diese 3 Gründe zusammen, die Vertrauenskrise beim Dollar, die neue geopolitische Realität und Gold als ultimative Versicherung, ergibt sich ein klares Bild. Die massiven Goldkäufe sind die logische und strategische Reaktion auf die Herausforderungen unserer Zeit. Die Konsequenz, was dieser stille Alarm für sie bedeutet. Was heißt das nun für uns, für normale Bürger und Anleger? Das Handeln der Zentralbanken ist wie der sprichwörtliche Kanarienvogel in der Kohlenmine. Wenn die Akteure, die das System von innen am besten kennen, anfangen, sich in einem solchen Ausmaß abzusichern, sollten wir alle genau hinhören. Ihr Handeln ist ein stiller Alarm, der uns warnt, dass eine Phase fundamentaler Instabilität bevorstehen könnte. Das ist keine Panikmache und keine Vorhersage eines bestimmten Crash-Datums. Es ist die nüchterne Beobachtung eines gewaltigen Wandels. Das finanzielle Betriebssystem der letzten 50 Jahre, basierend auf der Dominanz des US-Dollars, wird gerade umgeschrieben. Die Goldkäufe der Zentralbanken sind sowohl ein Symptom als auch ein Beschleuniger dieses Prozesses. Aber auch wenn der Anteil des Dollars an den Weltreserven sinkt, bleibt seine Dominanz vorerst unangefochten. Für den Goldpreis selbst bedeutet diese Entwicklung eine enorme Unterstützung. Die Zentralbanken sind strategische Käufer, deren konstante Nachfrage einen soliden Boden unter den Preis legt. Es ist daher kein Wunder, dass einige Analysten Preisziele von 4.000, 5.000 oder sogar über 6.000 US-Dollar pro Unze für möglich halten, nicht als wilde Spekulation, sondern als logische Konsequenz aus dieser Entwicklung. Doch es geht um mehr als nur den Preis. Die entscheidende Botschaft für jeden Einzelnen ist die Bedeutung von Diversifikation und realen Werten. Die Zentralbanken machen vor, wie Risikomanagement auf höchstem Niveau aussieht. Sie halten nicht 100% in Gold, aber sie erhöhen den Anteil eines realen Vermögenswerts, der außerhalb des Systems steht, um ihr Portfolio abzusichern. Diese Lehre gilt für Staaten genauso wie für private Haushalte. In einer Welt, in der die Entwertung von Ersparnissen eine reale Gefahr ist, kann ein Anteil an physischem Gold als eine Art persönliche Währungsreserve dienen. Eine Versicherung gegen die Unwägbarkeiten eines Systems im Wandel. Fassen wir zusammen: Die massiven Goldkäufe der Zentralbanken sind weder Zufall noch Spekulation. Sie sind eine tiefgreifende strategische Neuausrichtung als Reaktion auf eine dreifache Herausforderung. Der Vertrauensverlust in den US-Dollar, die Entstehung einer multipolaren Weltordnung und die fundamentale Unsicherheit über die Zukunft unseres Finanzsystems. Die mächtigsten Finanzinstitutionen der Welt stimmen mit ihren Taten ab. Und ihre Stimme geht an Gold. Sie reduzieren ihre Abhängigkeit von den Versprechen der Politik und setzen stattdessen auf einen realen, neutralen und seit Jahrtausenden bewährten Wertspeicher. Die Botschaft könnte nicht klarer sein. Folge nicht den Worten, sondern den Taten. Während uns offiziell versichert wird, dass unser Geld sicher ist, kaufen die Hüter dieses Geldes im Rekordtempo die ultimative Versicherung. Dies ist kein kurzfristiger Trend. Es könnte der Beginn einer neuen Ära sein, in der Gold seine Rolle als Anker des globalen Finanzsystems zurückerobert. Aber das ist nur meine Analyse der Fakten. Mich würde brennend Ihre Meinung interessieren. Glaubt ihr, dass die Zentralbanken mit diesen Käufen Recht behalten und wir vor einer großen Neuordnung stehen? Oder ist das alles nur eine vorübergehende Phase und der Dollar wird seine Dominanz behaupten? Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen davon. Und wenn Sie weitere tiefgehende Analysen zu den großen Verschiebungen in Wirtschaft und Finanzen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Kanal Gold und Geld und aktivieren Sie die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen.